Herzlich willkommen zum Future Hamburg Talk. Mein Name ist Daniel Hautmann, ich bin Wissenschaftsjournalist aus Hamburg. Unser Thema heute: Wasserstoff. Die Folgen des Klimawandels werden immer deutlicher. Der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft wird zur globalen Herkulesaufgabe. Große Hoffnungen richten sich daher auf den Energieträger Wasserstoff, vor allem wenn er aus grüner Energie gewonnen wird. Das Wasserstoffzeitalter bricht gerade an und Hamburg ist ganz vorne mit dabei. Grüner Wasserstoff bietet enormes Potenzial, Industrieprozesse zu dekarbonisieren. Mehr als 90% des Wasserstoffbedarfs stammen aus der Industrie. Mit regionalem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien könnten etwa Produzenten von Stahl, Kupfer und Aluminium im größten Industriegebiet Europas rund um den Hamburger Hafen versorgt werden. Einige der weltweit größten Industrieunternehmen setzen auf grünen Wasserstoff. Heute spreche ich im Future Hamburg Talk mit Dr. Uwe Braun. Er ist Geschäftsführer von ArcelorMittal Hamburg. Das Unternehmen ist der größte Stahlkonzern weltweit. Hallo Herr Braun, schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben heute. Die Meldung, dass im Hamburger Hafen ein 100 Megawatt Elektrolyseur gebaut wird, hat viele gefreut. Sie auch? Die Nachricht, die jetzt gekommen ist, dass eben hier in Hamburg ein großes Projekt gestartet werden soll zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, ist insofern eine sehr positive Nachricht. Das sehen wir also sehr, sehr, sehr ambitioniert. Ganz überraschend kam sie also nicht, weil wir schon frühzeitig auch mit diesen Themen konfrontiert worden sind. Unser Wirtschaftssenator, Herr Westhagemann, hat uns da rechtzeitig auch mit eingebunden und dementsprechend sehen wir das auch sehr, sehr vielversprechend an. Die Stahlindustrie, für die Sie arbeiten, ist für rund 7% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Damit hat die Stahlindustrie einen enormen Stellhebel im Kampf gegen den Klimawandel. Ihr Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu produzieren. Welche Rolle spielt der Standort Hamburg dabei? Ja, ArcelorMittal Hamburg ist ein Stahlstandort, der seit jeher, seit Anfang der 70er Jahre schon eine Technologie betreibt, die darauf beruht, Eisenerz mit einer Direktreduktionsanlage zu reduzieren und parallel Schrott dann in einem Elektrolichtbogenofen einzuschmelzen und das dann schon mit einer CO2-Bilanz, die bedeutet, dass die nur halb so hoch ist wie im Vergleich zu integrierten Hüttenwerken, die da entsprechend noch mit deutlich höheren CO2-Werten da zu tun haben. So gesehen haben wir da schon eine sehr, sehr gute Konstellation jetzt hier vorliegen. Was uns eigentlich motiviert hier in Hamburg ist, darauf aufbauend jetzt drüber nachzudenken, wie können wir diese CO2-Emissionen, die eben nur halb so hoch sind wie im integrierten Bereich, nochmal weiter reduzieren. Der Ansatz, den wir hier gehen wollen, ist ja eigentlich ein Konzept aufzustellen, komplett die CO2-Emissionen zu reduzieren. Damit sind wir eigentlich Vorreiter auch weltweit. So gesehen haben wir hier als Technologiestandort so gesehen auch eine gewisse Funktion im Konzern. Das Werk und der Prozess, den Sie einsetzen, sind in Europa einzigartig. Es wird mit Erdgas befeuert. Fiel die Wahl, das Projekt H2 Hamburg zu starten, deshalb auf den Standort und was genau bedeutet das Kürzel? H2H heißt Wasserstoff Hamburg, H2 also für Wasserstoff und Hamburg für H. Ja, was steht dahinter? Wir möchten eigentlich hier ein Projekt auf großtechnischer Ebene installieren, wo wir zeigen möchten, wie es möglich ist, Eisenerz mit 100% Wasserstoff zu reduzieren. Und das auf großtechnischer Ebene, das gibt es weltweit noch nicht. Wir wissen, dass es dort Themen gibt, die da noch unklar sind. Aber hier ist der Ansatz, das zu untersuchen, um tatsächlich eine Verfahrensroute hier zu beschreiben, die wirklich den Stahlerzeuger in die Lage versetzt, auch irgendwann dann mal Grünstahl zu erzeugen. Unser Ansatz ist hierbei, eine Anlage zu errichten, die parallel betrieben wird zu unserer bereits vorhandenen Direktreduktionsanlage, die jetzt schon in der Lage ist, mit Erdgas, aus gespaltenem Erdgas so gesagt, mit grauem Wasserstoff, dann 600.000 bis 700.000 Tonnen Eisenschwamm im Jahr zu erzeugen. Die Anlage, die wir hier konzipieren, soll 100.000 Tonnen Eisenschwamm im Jahr erzeugen. Das dann mit Wasserstoff, den wir auskoppeln aus unserer Bestandsanlage, weil eben der grüne Wasserstoff in diesem Rahmen noch nicht verfügbar ist.
Wir bräuchten äquivalent für diese Wasserstoffmenge, die dann eben in der Größenordnung von 10.000 Tonnen pro Jahr liegt, eine Elektrolysekapazität von ca. 50 Megawatt. Sie haben es gerade gesagt, jetzt ist es also geplant, auch im Hamburger Hafen hier diese Anlagekapazität zu installieren, auch größer dann, höher skalierbar. Wir sind also da auch sehr interessiert, entsprechend da als Abnehmer aufzutreten, sofern natürlich der Wasserstoff dann auch wirtschaftlich ist für uns. Das ist aber zurzeit noch nicht so. Da gibt es verschiedenste Instrumente, die jetzt hier noch dann greifen müssen, damit wir das dann auch im Wettbewerb dann auch verkaufen können, das Produkt. Wasserstoff ist gut fürs Klima, keine Frage, aber eben teurer als Erdgas. Das wird sich letztlich auf den Stahlpreis auswirken, den die Kunden bezahlen müssen. Wie wollen Sie den Spagat schaffen zwischen der Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite und Klimaschutz auf der anderen Seite? Ja gut, da gibt es natürlich viele Instrumente, die da greifen müssen. Natürlich sollte die Nachfrage nach grünem Stahl da sein. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dann natürlich gesteuert auch durch eine Motivation der Kunden, dort auch über den Preis auch dann natürlich Vorteile zu haben. Das ist natürlich, da sind wir noch weit von weg. Wir sind aber ziemlich sicher, dass, wenn es also gelingt, den grünen Stahl dann auch im Automobilbau einzusetzen, dann entsprechend auch durch die hohe Verarbeitungstiefe diese Kosten-Nachteile, die zunächst resultieren, dann eben dann auch zunehmend geringer werden. Und wir sprechen dann letztendlich im Automobil dann vielleicht noch für über 300 bis 500 Euro pro Auto, die das denn mehr kosten würde, sofern dann grüner Stahl da eingesetzt wird. Aber das ist eben noch ein kleiner Weg, der da zu gehen ist. Hamburg ist gerade dabei, auf der globalen Wasserstoffkarte einen Spitzenplatz einzunehmen. Was prädestiniert die Hansestadt dafür? Ja gut, das haben wir eben schon gesehen, anhand der Umfragen, die vorab gestartet worden sind bei den Industrieunternehmen hier im Hamburger Hafen und auch überhaupt bei den potenziellen Anwendern im Verkehrsbereich, wo auch immer, schon gesehen, dass da große Wasserstoffkapazitäten erforderlich sind, die da durchaus Elektrolysekapazitäten in eine Richtung von ca. 1 Gigawatt sogar bedeuten würden. Das ist ein Aspekt. Also das ist die Gesamtkonstellation, die sicherlich einzigartig ist. Was dafür spricht hier auch, aber tatsächlich in diesem Maßstab auch Wasserstoff entsprechend anzubieten, ist natürlich, oder zu erzeugen, ist natürlich auch die Infrastruktur, die wir hier haben im Hafenbereich. Wir haben also da eine sehr gute Anbindung auf dem Wasserweg, um da den Transport zu ermöglichen. Wir haben auf der Stromseite natürlich gute Konstellationen aufgrund der Küstennähe, dass eben die Hindernisse im Transport, die ja nun immer noch bestehen, zum Weitertransport der Windenergie, die gibt es in dem Maße nicht. Wir haben eine gute Anbindung auch an das Hochspannungsnetz zukünftig. Also das sind alles wirklich große Vorteile, die diesen Standort hier ausmachen. Das war der Future Hamburg Talk mit ArcelorMittal. Vielen Dank, Herr Braun. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und auf euch.